brauchen Diesel, so 400 Liter. Bargeld, und das Bargeld ist in meinen Hosen, aber in den kurzen sind irgendwo da drin. Willkommen zurück bei Time Out Racing. Und wenn du neu bei uns bist, ich bin der Sven und wir zeigen dir die Dakar-Videos im Fernsehen sicher nicht zu sehen bekommst. Im heutigen Video geht es um den Umzug von Alula nach Heil. Das war eine lange Strecke, unglaublich schön zu fahren. Da zeigen wir euch Impressionen und wir haben gestern ein bisschen vorgearbeitet. Wir können euch noch Impressionen von vorzeigen. Auch sehr spannend, wie von Defender. Bleibt dran, viel Spaß. Dann viele von euch haben es auch in den Kommentaren geschrieben, der Ausfall von Tobias Ebster. Wir haben gestern noch mit ihm gesprochen, also er ist definitiv aus dem Rennen. Er ist bereits schon zu Hause, damit er in Österreich operiert werden kann. Der Sturz, den er hatte, der war gar nicht so extrem. Wir haben das auf Video gesehen, das war nicht so schlimm. Aber das Motorrad ist ist auf seine Hand geflogen und dann hat er hier was gebrochen. Ja. Uns trifft es natürlich auch sehr hart, weil wir ihn sehr mögen und er auch oft bei uns war für einen Schwatz oder war eine gute Zeit. Tobi, wenn du das siehst, wir wünschen dir gute Besserung, erhol dich gut und nächstes Jahr campst du wieder hier an der Dakar. Wir sind bei Ford und haben wieder die Möglichkeit, technische Hintergrundinformationen zum Ford Raptor zu bekommen. Und das sage ich nicht selber, was es ist, sondern wir haben hier einen Spezialisten. Hi, Sven. Nice to meet you. Nice to meet you. Who are you? What's your function within the team? Yeah, well, I'm Joan Navarro. I'm the race engineer of Carlos Sainz. So I've been 8 years already with Carlos since the Mini and Audi and now here at Ford. Okay. So I know Carlos long time. We win 2 times Dakar. And my function here is take care of car of Carlos, make sure that everything is okay and 100% for the next day. What can you tell us or our followers about the Ford Raptor? Well, the car, it has been a big change since the evolution. We call it the Evo Raptor. So the last year Dakar car was completely different in terms of bodywork, for example. What you can see, for example, starting on the bodywork, that's the first you see, the spectators, everybody will see. So the rear part is much shorter.
You have some of the other cars, so this part has been removed, all of this. So it's much shorter. You have less overhang, less weight here on the rear axle, so less inertia. That Okay. helps a lot. And also it's more open for better cooling, also on the brakes, on the dampers, everywhere. Then the other modification is here. It's the rear view mirrors. Sorry, it was rear view mirror. It's not anymore. Now So it's a last camera. year it was a real mirror, Yeah, and now exactly. you changed the camera. Yes. The mirror, it was better. This one for aerodynamics is better. Yeah. And also the mirror was damaged quite often. Okay. When we go with trees or something, Yeah. it was exposed and we were damaging it all the time. So there is one on the left and one on the right. Exactly. So we have two cameras and we have as well inside two screens. So that's another modification. The roof is it's a little bit lower and completely flat. You can see we don't have these wings anymore. It's better aero as well. So that's for aero. And then going to the front, the other modification is the windscreen. Before was glass windscreen. This one is plastic, Okay. so it's much lighter. But it's not an issue with scratches? No. No. We have something which is called tear off, like the helmet up, you know, for the riders. Yeah. So you have like 4 tiers off. So when one is damaged, you can peel it off, and you have another layer. Ah, So okay. it's 4 layer. And is it the percentage where you have less weight? Yeah, because it's around, 50%? yeah, no, even less. Even less, Yeah, okay. it's 7 kilos saving. So Okay. 7 kilos on that high position. Yeah, So the okay. performance is really, really big. Okay. That's one of the biggest things. And then the front as well. So it's like the front bonnet is also some modifications. Better visibility here on the sides. This is lower for better view Okay, yeah. for the drivers. Yeah, so, and also some aero parts. This part, for example, it's installed for not having mat into the side window, because when you have mat or sun with Yes. the wheel projection, it projects the mat onto the Okay. window. So that stops the mat from going to the window. Oh, that's impressive. So small element and very Yeah. important, huh? The first year we had not this. Yes. So every time we go to the sun, the driver is looking through the window and you have the sun projection there. It was disturbing much. Same with the mat. When you have mat and you cannot clean this window. Yeah. The front one you can clean, but not this one. So Yeah. the mat was getting stuck here and was really, really bad. So Yeah. only with such a small element, it's a big, big impact there. Okay. Yeah, that's on the body. And of course, it's a big saving apart from all of this. So then we save a lot of weight and we can reinforce the bottom of the car. Okay. Because the bottom of the bar is the part that receives the impacts. So we're making the complete floor much thicker, so it's stronger and lower center of gravity. The other big modification is the dampers that we can see from here. So it's difficult to see from the comparison. They look similar than last year, but they are much lighter, much lighter. We save a lot of weight on the damper and on the spring itself, and apart from different settings, of course. And this engineering was done by Fox or by you? Together. We did it together. Yeah. At the end, Fox is the one who really validated and they propose, and then we also give our input. But yeah, of course, it's their part, so they know better than anybody. Yeah. That part is also new, and then the rest we have also like the sun ladder, the sun plate, what we call. Yeah. That's the part you use. I don't know if the people know that. That's the part you use when they get stuck in the sun. They take it out and they put it under the wheels. So they lift with the jack? Exactly. They leave the car with the jack, they put this under the wheel, and then they can take acceleration to go out of the sun. So this part before was here on the rear. So it was rear on a really bad place because of a big overhang. So then it's a lot of inertia. So now it's more in the center of the car. So also center of gravity. And then apart from that, a lot of small details, also weight saving on the engine mostly. We save a lot of weight and everywhere a little bit. In kilos, how many weight or kilos you saved between 25 and 26? It's around 50 kilos. 50. So the car is not real 50 kilos lighter because we have a minimum weight. Yeah. We are 30 kilos lighter because we were overweight last year. So, but this weight, as I said, we put it on the bottom. So it not only reduced 30 kilos, additionally you lower the center of gravity. And in your mind, so 50 kilo is a huge number. It is, yeah, it is. It can be, I don't know, there are some numbers, it depends on the surface. But for a Dakar, it can be maybe 5 minutes over a complete Dakar. Wow. Okay. So that's a big number, yeah. Okay. And the engine is the same? The engine is the same, the component is the same. We just work on some components to make them lighter and also reliability. And there is a new regulation on the seat this year, right? With this. Yeah, but it's not applied yet. Okay. It's coming for the next year. Okay. So on the seats we are the same as last year, but for the next year there are some dampers on the seats. Okay. That we are working on that. Okay. And did you some modification in the cockpit as well? It's ongoing. Yes, inside the cockpit we did some. I can show you as well. So what we say mostly
we have, this is the screen for the reverse camera. Yeah. Okay, so we have one on this side and the other is on the other side there. And it split screen, I guess. Yeah, it's a full screen. Yeah. So it's a full screen, one per side. Yeah. Yeah. And then also some different bags and accommodation stuff for the driver and co-driver. So yeah, small details inside as well. Yeah. So that's it. Thank you very much for You're your time welcome. and have a good race. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Noch schnelle Zusammenfassung für die, die es in Englisch nicht verstanden haben. Also es wurde an vielen Details gearbeitet. Zum Beispiel hier, das kam dazu, weil wenn man im Dreck fährt, dann die Scheibe dreckig wurde und man das nicht reinigen konnte. Und so wird der Dreck abgeleitet nach hinten. Dann generell ging es um Gewichtsersparnis. Die Scheibe ist nicht mehr aus Glas, sondern ist eine Kunststoffscheibe und die hat 4 Layer wie bei den Motorradhelmen, wo man abziehen kann. Also wenn die ein Problem haben, können die einfach einen Layer abziehen. Die Stoßdämpfer wurden neu gemacht von Fox, damit die einfach leichter sind. Und auch kleine Details wie die Sandbleche, zum Beispiel, die waren hier früher und die wurden jetzt mehr Richtung Auto gebracht, Mitte des Autos, um einfach das Gewicht am besseren Ort zu haben. Das Auto hat auch keinen Rückspiegel mehr, also keinen physischen Rückspiegel, sondern es wurde links und rechts eine Kamera montiert, einfach weil die immer abgefahren wurden zwischen den Bäumen und man so eine bessere Sicht hat. Am Heck wurde das Heck generell kürzer, um weniger Überhang zu haben und auch das Dach ist tiefer, damit eine bessere Aerodynamik möglich ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Aerodynamik bei diesen Fahrzeugen auch ein Thema ist, aber so wie er es gesagt hat, ist es ein wichtiges Thema. Die Dakar verfolgen, ein bisschen intensiver auf anderen Kanälen. Es gibt sehr viele Ausfälle, Autos, Motorräder, überall. Es ist ein sehr hartes Rennen. Hart für die Fahrer, hart für die Beifahrer, hart für die Autos, aber auch hart für die Serviceleute. Wie uns, wir arbeiten teilweise bis 3 Uhr, 4 Uhr morgens und dann gibt es nur noch ganz wenig Schlaf, weil man dann ja vielleicht am nächsten Tag schon wieder weiter muss oder für die Kunden wieder im Einsatz ist. Wie schafft man das? Gute Frage. Es ist eigentlich einfach die Energie, der Spirit der Dakar, der unglaublich viel Kraft gibt und man hat gar nicht so viel Zeit zum Denken. Man arbeitet, man steht auf, man arbeitet, man versucht was zu essen, zu schlafen, zu trinken und das ist eigentlich rundum ein Kreislauf, der gar nicht aufhört. Daher der Schlaf ist einfach ein Element, das irgendwo eingebaut werden muss, teilweise auch über den Tag verteilt, also man schläft irgendwo im LKW noch eine Stunde. Heute beim Fahren konnte ich auch ein bisschen schlafen, das hilft auch. Aber so einen langen Schlaf, 6, 7 Stunden, das kennt man an der Dakar nicht oder wir nicht. Also wir versuchen sicher, dass immer jemand für die Kunden da ist. Also es sind nicht alle Mechaniker immer gleichzeitig am Schlafen, sondern irgendeiner ist immer verfügbar. Auch wenn die Kunden zurückkommen, ist es wichtig, dass eine Person hier ist, dass nicht alle im Essen sind gleichzeitig, sondern dass wenn die zurückkommen, dass sie sich aufgehoben fühlen, dass sie ihr Feedback geben können fürs Auto, was repariert werden muss. Dann können wir nämlich auch speditiv dann arbeiten. Wenn die Autos zurückkommen, geben sie Feedback dem Car Chief. Das ist bei uns der Rudi. Der nimmt die Informationen auf. Der Grund ist, dass nicht jeder mit jedem spricht und am Schluss wissen wir nicht, wer welche Aufgabe hat. Also es kommt alles zu Rudi und Rudi gibt dann die Aufgaben weiter an Matze oder an Uwe und ich bin, wenn es geht, natürlich auch dabei. Wir haben aktuell die Situation, der erste, der Juraj und der letzte, der Stefan mit dem LKW, die kommen sehr zeitversetzt zurück ins Camp. Das können 2, 3 Stunden sein und in diesen 2, 3 Stunden bin ich vielleicht nicht immer hier, sondern wir sind am Filmen und daher ist es auch wichtig, dass es nicht ich bin, sondern der Rudi als Car Chief und das funktioniert sehr gut. Zuerst kommt das Auto zurück, wir öffnen die Motorhaube, vielleicht habt ihr es auch gesehen, das hat der Hintergrund, dass der Motor abkühlen kann, dass wir schneller am Auto arbeiten können. Nachher wird eine Sichtkontrolle gemacht. Gibt es sichtbare Schäden, das Auto wird unten abgeklopft, klingt es so, wie es klingen sollte, da erkennt man auch Fehler. Und wenn man Schäden erkennt, wie gestern, dann wird besprochen, wie
wie kritisch ist er, muss man gleich beginnen oder hat man schon eine Idee? Und teilweise hat man auch keine Idee, dann setzen wir uns zusammen oder nicht, wir setzen uns nicht zusammen, sondern wir liegen unter das Auto. Wir haben Top-Leute hier im Team, die erfahren sind, die auch Dakar erfahren sind, weil wir haben nicht eine perfekte Werkstatt. Wir haben ein gewisses Material hier, wir Eisen, Gewindestangen, man kann was bauen, aber es ist nicht komplett ausgestattet. Das heißt, man muss kreativ sein, kreativ für Lösungen. Und wenn wir jetzt mal das Material nicht haben oder die Lösung, haben wir viele Freunde hier und wir helfen uns, wir unterstützen uns. Das kann sein mit Material, kann aber auch sein mit Werkzeug oder Schweißapparat. Also gestern haben wir Schweißarbeiten auch nicht bei uns gemacht, weil bis wir die Maschine in Betrieb haben, haben wir eine halbe Stunde oder 20 Minuten, bis wir alles draußen haben. Und wenn die schon bereit ist bei anderen Teams, dann gehen wir lieber schnell da vorbei. Heute ist ja Marathon-Etappe, das heißt, die Teilnehmer sind an einem anderen Ort, ohne Service, absolut auf sich alleine gestellt. Und wie hier, wir sind auch alleine, aber wir haben uns trotzdem ein bisschen informiert über das Ranking. Der Juraj ist immer noch auf Platz 6 mit der Startnummer 720 mit 389 Strafpunkten. Dann Mariusz und Kamil immer noch auf Platz 12 mit 552 Strafpunkten. Dann Daniel Vetter und Toni auf dem 17. Platz mit 743 Strafpunkten. Und dann kommen ein paar Strafpunkte mehr. Der Stefan und der Basti auf Platz 43. Wichtig, es gibt immer noch H1, H2, H3. Also Stefan wird sicher ein besseres Ranking haben. Aber ich habe das jetzt nicht herausgesucht, sondern es ist einfach das General Ranking über alle Classic-Kategorien. Also nicht, dass ihr denkt, der ist weit hinten. Nein, nein, die sind auch sehr gut dran. Die haben 2051 Punkte und dann Francesco auf dem 80. Platz mit 7.452 Strafpunkten. Also eine Riesendifferenz zwischen Juraj und Francesco. Hat natürlich auch mit Erfahrung zu tun. Francesco ist das erste Mal hier, kennt sich auch mit den Tests nicht umfänglich aus. Und Juraj ist schon mehrfach gestartet. Von daher ist es klar, dass es ein anderes Ranking ist. Wir finden es generell cool, dass alle im Rennen sind. Nicht alle Teams haben noch alle Autos im Rennen. Viele sind schon ausgeschieden. Ich würde mal sagen, so vielleicht 15% aktuell. Und bei uns sind alle noch dabei. Und das ist ein cooles Gefühl. Freut mich als Team und freut mich vor allem für die Kunden. Und heute haben wir keinen Fahrer, der die Nummer sagen kann. Daher übernehme ich das. Die Nummer heute ist die 2112, eine große Zahl. Das ist die Startnummer oder das ist die Startnummer vom Defender von Julia, gesponsert von Holy, unserem Sponsor. Und weil viel gefragt wurde, eine Roomtour, das machen wir heute. Jetzt hat es aktuell kein Licht und man muss noch ein bisschen Ordnung schaffen.